Servus zusammen, hier zu einer neuen Folge von Spotlight auf Kuma Tactical. Wir sind hier wieder in meinem Büro den Schweizer Alpen und schauen uns heute mal die Jonke Waffentechnik OSM Serie an. Es gibt ja verschiedene Arten, wie man eine Optik auf der Waffe montieren kann. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Man kann einfach einen Rotpunkt drauf machen, man kann da Zielfernrohr drauf machen. Und es gibt viele Kombinationslösungen. Zum Beispiel, dass man einen Rotpunkt hat und hat einen Magnifier dahinter, dass man das eben hin und her switchen kann, wie man will. Das ist immer so ein bisschen Behelfslösung, weil keiner von den Magnifiern kann wirklich ein Zielfernrohr voll und ganz ersetzen. Aber es ist ein guter Kompromiss. Dasselbe ist halt auch mit Zielfernrohren auf der Waffe. Es gibt Zielfernrohre hier, wie zum Beispiel das Voodoo, eine Low-Power-Optik. Die kann auf einfacher Vergrößerung nicht hundertprozentig einen Red Dot ersetzen, aber ist auch ein guter Kompromiss, weil ich kann halt mit der 6-fachen Einstellung kann ich sehr weit schießen, also kann ich ja auf 200-300 Meter eben auf Ziele schießen und kann die trotzdem noch halbwegs im Nahbereich nutzen. Wie gesagt, das ist aber kein richtiges Rotpunkt-Visier. Das größte Problem an der Geschichte ist die Zielauffassung. Wenn ich halt eben ins Visier reingehe, habe ich einfach mit einer Optik mit Vergrößerung immer eine bisschen höhere Zeit, die ich brauche, um das Ziel zu erfassen, als mit einem reinen Rotpunkt. Beim Rotpunkt ist es einfach, ich gehe ins Ziel, kann schießen und das dauert halt Millisekunden. Also das ist wirklich sehr viel komfortabler. Deswegen ist es schon seit einigen Jahren so die gängige Optik, kennt man zum Beispiel vom G36, auf die vergrößernde Optik einen Rotpunkt oben drauf zu setzen. Das Problem mit der Geschichte ist, wenn ich da in Anschlag gehe, habe meine schöne Haltung, habe meine schöne Körperhaltung, muss ich da rausgehen, um oben durch die Rotoptik durchschauen zu können, also durchs Rotpunkt. Und das hat mehrere Probleme. A, ich verlasse meinen Anschlag, muss den Kopf also freier halten, was auch wieder das schnelle Zielerfassen relativ schwer macht, weil ich halt eben keinen Referenzpunkt habe hier. Und der andere Punkt ist eben, dass wenn ich hier eben in Anschlag gehe, habe ein schönes flaches Profil, gehe ich hier raus, mache mich also auch größer, biete somit auch militärisch gesehen dem Gegner halt ungefähr 5 cm mehr, die er treffen könnte. Ist einfach eine nicht so optimale Lösung. Bei einigen Herstellern wie zum Beispiel Aeratec oder Spur kann man oben an der Montage auf 20 oder 45 Grad eine Optik anbringen. Habe ich ein bisschen besser, ich kann hier nur leicht hochgehen und dann so leicht schief drüber schauen. Aber ich muss immer noch meine Schusshaltung verändern, deswegen die beste Lösung eigentlich ist die seitlich angebrachte Offset-Montage. Da gibt es einige verschiedene Lösungen. Die meisten Lösungen sind aber aus meiner Sicht Klumpf. Sehr viele von diesen Montagen sind sehr flach. Also da hatte ich eben hier 45 Grad winklig eine Picantini-Schiene und wenn ich das Rotpunkt draufsetze, dann habe ich halt hier nicht die schöne Höhe, dass ich da durchziehen kann, sondern muss hier irgendwie so sehr tief durchzielen, was auch jede Art von Dynamik wieder zerstört. Also der große Knackpunkt ist eigentlich, dass die Hauptoptik, also die vergrößernde Optik und das Rotpunktvisier denselben Abstand zur Laufachse haben. Also wenn ich die Optik hier habe und hier drehe, dann will ich sofort das Rotpunkt an derselben Stelle haben, ohne Kopfveränderung, ohne den Anschlag zu verändern, ohne meine Körperhaltung zu verändern. Das haben ein paar Hersteller. Es gibt in Deutschland keinen einzigen, der sowas herstellt bis jetzt. Also das ändern wir ja dann gerade. Und in den USA gibt es einige wenige Hersteller, so zum Beispiel Arisaka. Also Arisaka hat da eben 45 bzw. 35 Grad Montagen, die sich sehr gut lösen, aber die gibt es halt nur in den USA und kriegst du nur über Umwege und auch sauteuer halt in Deutschland. Und wenn du mal irgendwelche Probleme damit hättest, was Support quasi nicht vorhanden.
Ich habe mir schon länger gedacht, na, das müssten wir doch auch in Deutschland lösen können und habe mal einen guten Kumpel, den Herrn Jonke, kennengelernt. Und wir haben dann gesagt, ja, also er hat da schon ein bisschen mit angefangen gehabt und wir haben dann uns ein bisschen zusammengetan und haben das mehr oder weniger zusammen entwickelt und designt. Deswegen haben wir hier die OSM 45, das ist auch das erste Produkt, was eben auf den Markt kommen wird. Und das ist im Prinzip ein kleiner Picatinny-basierter Arm. Also der wird mit 2 Torx-Schrauben auf der Picatinny-Schiene direkt verschraubt. Ist so flach, dass er auch unter den Cantilever-Mount von einer AR-15-Montage drunter passt. Und hat eben einen 45-Grad-Arm, wo ich eben dann verschiedene Rotpunktoptiken anbringen kann. Wir haben jetzt eben hier ein Trijicon AMR verbaut. Dasselbe Montage kann aber auch möglich sein mit Doctor oder mit einem Aimpoint Micro. Die Problematik, die hier ist natürlich, dass das Ganze ein Start-up ist und wir noch nicht alles anbieten. Wir haben schon gezeichnet auch für das Aimpoint Acro, als auch für Sig Sauer Romeo oder Vortex Racer. Also auch dafür haben wir die Mounts schon gezeichnet. Die sind aber noch nicht in der Serie. Den Arm wird es in 45 Grad und 35 Grad, eventuell später auch in 55 Grad geben. Warum diese verschiedenen Größen? Je näher die Optik dann an der Hauptoptik dran ist, je einfacher und je kürzer kann ich drehen. Wenn ich hier halt nur 35 Grad drehen muss, habe ich das ganze Ding halt enger und bin auch schneller mit der Drehung als mit 45 Grad. Ist aber immer eine Frage, was hat die Hauptoptik für Türme? Hier die EOTech, die sind relativ flach, da kann ich die 35 Grad Montagen nehmen. Wenn ich jetzt eine etwas größere Optik habe, zum Beispiel ein Leupold Mark 6, das hat ein bisschen größere Türme, da bräuchte ich eher schon die 45 Grad. Und bei einem richtigen High-Power-Scope, wie zum Beispiel, nehmen wir mal einen Kahles 525i, da muss das schon auf 55 Grad eher sehen. Deswegen, wie gesagt, in der ersten Serie wird es jetzt eben den 45 Grad Arm, den 35 Grad Arm und die Montagen für Trijicon AMR Schnittstelle, Doctor Schnittstelle und Aimpoint Micro Schnittstelle geben. Vertrieben wird das Ganze momentan exklusiv über Gun & Outdoor, also über unsere Firma, wobei auch Händler natürlich die bei uns kaufen können zu einem B2B-Preis. Das ist überhaupt kein Thema. Die Montagen sind aus 70-75 Aluminium gefertigt, werden wahrscheinlich aber in Zukunft auf 60-82 gefertigt, weil wir hier eine ähnliche Zähigkeit, also natürlich eine niedrige Zähigkeit, aber eine ähnliche Zähigkeit haben, aber eben ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis eben auch noch bieten können. Die Schrauben sind eben, wie gesagt, Torx-Schrauben. Eine Besonderheit ist eben, dass wir für die ganze Montage selber nur einen Torx-Schlüssel brauchen. Also wir haben nicht unterschiedliche Schlüssel zwischen der Montageplatte als auch der Montage an der Waffe selbst. Weil oft ist es halt so, wir haben die Optik, wir haben die Montageplatte und den Ding, wir brauchen insgesamt 3 Schlüssel. Wir haben uns gesagt, wir wollen das ganze Ding mit einem Schlüssel montierbar machen. Klar, das Rotpunkt wird noch irgendwas von Haus aus mitbringen müssen, aber das können wir leider nicht den Herstellern vorschreiben von den Rotpunktvisieren. Bei den Schrauben haben wir eine 10-9er Festigkeit. Ich bin kein Maschinenbauer, davon habe ich jetzt nicht so viel Ahnung, aber der Ben hat gesagt, das ist super geil. Das Ding kann man so festschrauben, dass das man nie wieder runterkriegt mit der Hand. Also ich kann mir halt sagen, wir haben das Ding eigentlich schon fast ein bisschen overengineert. Also das Ding hält mehr aus, als es für eine 50er braucht. Und was Größeres kann man eigentlich in Deutschland eh nicht schießen. Also macht euch keine Sorgen, die Dinger, die halten alles aus, was ihr an Blödsinn damit anstellen wollt. Die Oberflächen der Montagen sind hart anodisiert, sind also kratzfest, sehr widerstandsfähig und man braucht sich echt keine Sorgen machen um irgendwas Korrosion oder kleine Kratzerle, wenn man mit den Waffen ein bisschen rauer umgeht. Also wirklich eine sehr schöne Geschichte. Wir wollen mit Jonke Waffentechnik eben auch noch ein paar andere Sachen rausbringen. Wir haben also auch Prototypen. Wir haben zum Beispiel hier unsere Blockmontage. Ist im Prinzip Offset-Montage, SPR-Montage. Hier noch in der Prototypenversion wird es in 30 mm, 34 mm geben, wahrscheinlich aus 36 mm. Wird es mit und ohne Vorneigung geben. Und der Unique Selling Point hier ist eben, dass wir hier einen kleinen Arm angebracht haben. Und dieser kleine Arm ersetzt im Prinzip die Offset-Montage für die 45-Grad-Visierung. Der ist also in der Blockmontage mit integriert. Jetzt hier beim Prototypen kann man den nur vorne, links und rechts anbringen. Aber auch bei der Blockmontage, die jetzt in der Serienfertigung ist, also wo wir jetzt sagen, die ersten Prototypen in der Serienversion sind gerade in der Mache, kann man die eben auch hinten anbringen. Also dass man sagt, man kann das Rotpunktvisier auf 4 Positionen an der Montage anbringen. Ebenso wollen wir hier die oberen Deckel der Montage wollen wir eben auch modular aufbauen, sodass man auch hier nochmal Zubehör oben anbringen könnte, zum Beispiel Laserentfernungsmesser. Ein Key-Feature ist halt auch, das haben wir auch den lieben Ben zu verdanken,
Der ist Linkshänder, also alle von den Sachen sind hier so konzipiert, dass sie links und rechts gleich funktionieren. Also man kann den Arm sowohl an der Blockmontage als auch an der OSM, also an der Offset-Montage, können wir einfach umsetzen. Also wir können den von der Waffe oder von der Montage trennen, drehen den einmal um 180 Grad, schrauben wir die wieder fest, also ist voll Linkshänder einsetzbar. Die ganzen Produkte sind 100% in Deutschland entwickelt und gefertigt. Okay, wir wissen jetzt nicht unbedingt, wo die Schrauben herkommen, weil die kaufen wir beim Großhandel logischerweise, aber die komplette Montage, alles was Aluminium ist, das wird komplett in Deutschland gefertigt. Es ist ein komplett deutsches Produkt und da stehen wir voll und ganz dahinter. Ein weiterer Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte, ist der häufige Glauben, weil ich höre immer wieder, diese 45-Grad-Montagen, die kommen aus dem IPSC und ins Recon, das setzt sich militärisch nie durch, weil man kann das nicht mit der schwachen Schulter schießen. Also die Argumentation ist, wenn ich die Waffe so montiert habe, kann ich ja nicht nach links schießen, weil ich kann die Waffe ja schlecht so dann und so durchschauen. Also Leute, ganz ehrlich, das ist der größte Blödsinn. Ich nehme die Waffe auf die linke Schulter und die Bewegung ist genau dieselbe, als würde ich links um eine Deckung herumschießen. Ich nehme die Waffe einfach so rum und schaue hier mit dem linken Auge durch die Optik. Da die Optiken bis eine bestimmte Entfernung, bei Aimpoint bis 100 Meter, bis 200 Meter, bei vielen anderen Herstellern 25 bis 50 Meter parallaxefrei sind, ist überhaupt kein Problem. Ich nehme das Gewehr einfach so in die Hand, schaue seitlich durch und ich kann genauso schießen. Also, sorry Leute, also wenn ihr das nicht hinkriegt, dann solltet ihr wirklich mal über so einen Yoga-Kurs oder was nachdenken, dass ihr lernt, eure Extremitäten zu bedienen. Wichtiger Punkt auch noch, wenn man das Ganze militärisch macht, den Umgang mit der Montage, nicht hier zum Chicken Wing neigen, also nicht hier einen Ellenbogen mit hochnehmen, ich zeige es mal übertrieben, sondern wirklich nur die Waffe drehen, weil sonst macht man eben auch hier seinen Umriss größer und hat auch hier wieder ein größeres Ziel, das man dem Gegner bietet. An die Jäger und die Sportschützen, ihr könnt das Ding auch jagdlich und sportlich super gut einsetzen. Wie ich schon mal gesagt habe, Kuma Tactical, unsere Kernkompetenz ist jetzt nicht unbedingt das sportliche Schießen. Das waren jetzt also die Kernfeatures zur Junker Waffentechnik OSM 45. Wie gesagt, wird es auch als OSM 35 geben und wird es dann später auch als Blockmontage geben. Erwerben, wie schon gesagt, könnt ihr es bei uns bei Gun & Outdoor oder beim jeweiligen Fachhändler eures Vertrauens, wenn er bei uns einkauft. Und wenn ihr andere Ideen für lustige kleine Spielsachen gibt, für lustige kleine Lösungen, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wir wollen uns ein bisschen darauf spezialisieren, ebenso diese kleinen speziellen Lösungen, wo einfach noch kein Riesenmarkt da ist, zu realisieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns auch das nächste Mal hier bei Kuma Tactical. Bis dann.